Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute dreht sich alles um das Thema Terrazzo. Wir werden uns heute mal anschauen, wie man Terrazzo herstellt, was es dabei zu beachten gibt, wie man die Oberfläche schleift, poliert, also das volle Programm. Und mein Anspruch an das Video ist, dass danach jeder von euch sein Terrazzo selber herstellen kann und dass im Optimalfall keine Fragen offen bleiben. Legt mal los. Als erstes brauchen wir mal einen geeigneten Beton. Und weil mein Terrazzo weiß werden soll, brauchen wir auch eine weiße Mischung. Deswegen werde ich einen weißen Zement verwenden. Beim Sand verwende ich heute auch ein spezielles Produkt. Und zwar Marmorsand mit einer Körnung von 0 bis 2 mm. Und warum verwende ich jetzt hier Marmorsand und keinen normalen Sand? Ganz einfach, weil der Marmorsand nämlich komplett weiß ist, ohne irgendwelche dunklen Zuschläge. Wenn man jetzt Sand mit dunklen Zuschlägen verwenden wird, dann hätte man später das Problem, beim Terrazzo muss man die komplette Oberfläche dann schleifen. Und wir haben ja weißen Beton und dann würden die farbigen Gesteinspartikel auch wieder an die Oberfläche treten und dann wäre der Beton nicht mehr weiß, sondern so grau, schmutzig und das gefällt mir nicht. Deswegen verwendet man hier weißen Sand und dann hat man später auch nach dem Schleifen eine komplett weiße Oberfläche. Damit es dann auch ein Terrazzo wird, braucht man natürlich auch noch eine Gesteinskörnung. Da verwende ich hier so Ziersplit, Carrara heißt der, glaube ich, ja, weißer Split. Und dann noch als Kontrast schwarzen Basaltsplit. Die Gesteinskörnung, die man verwendet, die bildet natürlich dann später die Optik von dem Terrazzo. Und da gibt es natürlich zig verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Steinsarten, verschiedene Farben, verschiedene Größen. Man kann es auch miteinander kombinieren. Bei uns wird es jetzt hier ein schwarz-weiß Terrazzo, aber da sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen kreativ sein. Zuerst habe ich mir mal den Sand abgewogen und dann habe ich da im Verhältnis 3:1 den Zement dazugegeben. Also 3 Teile Sand auf 1 Teil Zement. Als Feinstzuschlag habe ich dann noch ein bisschen Mikrosilica dazugegeben. Dadurch wird der Beton härter, fließfähiger und lässt sich besser verarbeiten. Wasser braucht man dann natürlich auch noch und da verwende ich pro Kilogramm Zement ca. 400 Milliliter. Und dann wird die Mischung erstmal gut durchgemischt. Entweder ihr verwendet so wie ich einen Handmischer oder gleich einen Betonmischer. Ich habe jetzt hier einen Handmischer verwendet, weil ich für die geringe Menge nicht unbedingt einen Betonmischer einsauen wollte, den man danach wieder aufwendig sauber machen muss. Damit sich der Beton besser verarbeiten lässt, gebe ich jetzt hier noch ein Fließmittel bei, mit Wasser gemischt übrigens. Und dann geht das Ganze gleich schon viel einfacher, werdet ihr sehen. Durch das Fließmittel wird im Anmachwasser die Oberflächenspannung heruntergesetzt und dadurch wird der Beton fließfähig und verdichtet sich dann nahezu schon von selbst. Dadurch lässt er sich deutlich einfacher verarbeiten. Das Ganze geht ruckzuck und den Unterschied, den seht ihr ja. Dann kommen einfach noch die Zuschläge dazu. Bei der Größe der Steine, die ihr als Zuschläge verwendet, da müsst ihr darauf achten, dass die von der Größe her natürlich kleiner sind als eure Schalungstiefe, also als die Materialstärke, die euer Betonteil später hat, weil sonst bekommt ihr, wenn ihr es in die Schalung einbringt, massive Probleme, weil ihr dann oben keinen glatten Abschluss mehr bekommt. Ja, mit der groben Körnung lässt sich dann schon deutlich schwerer mischen, aber wenn es dann so aussieht, dann ist der Beton für den Terrazzo fertig. Die Schalungsform habe ich mir auch schon mal vorbereitet. Das habe ich wie immer beschichtete Spanplatten verwendet, alles zusammengeschraubt und auf die Oberfläche tragen wir jetzt hier noch ein Trennmittel auf. Dann lässt sich das Ganze wieder einfach ausschalen und mehr ist es nicht. Kleine Vorankündigung, die ganzen Zusatzmittel rund um die Betonverarbeitung, Armierungen, Pigmente, Trennmittel, Fließmittel werdet ihr demnächst alles bei mir im Onlineshop bekommen, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Der befindet sich nämlich gerade noch im Aufbau, aber dann geht es rund, sage ich euch. Und jetzt muss der Beton nur noch in die Schalungsform rein. Wenn man den Beton in die Schalungsform gibt, kann man ihn gleich ein bisschen mit der Hand verdichten. Ich habe jetzt hier so gearbeitet, dass die erste Schicht nicht ganz bis zur Oberkante geht, sondern habe ca. 1 cm Luft gelassen. Danach habe ich mir dann noch eine Mischung nur aus Sand und Zement angemischt, also eine feine Mischung. Und damit habe ich die Schalungsform dann bis zur Oberkante aufgefüllt. Weil wenn man jetzt die Terrazzo-Mischung bis zur Oberkante eingefüllt hätte, dann hätte man durch die groben Steine oben massive Probleme, das zu verdichten. Und mit dem Glattziehen, das hätte nicht wirklich funktioniert, weil dann nach unten hin ja die Steine auch nicht mehr weg können. Und dann hätte man niemals eine gerade abgezogene Fläche hinbekommen. Und so kann man dann oben die Oberfläche schön abziehen. Mit einer Latte oder auch mit der Kelle. Die Terrazzo-Platte habe ich dann nach 48 Stunden ausgeschalt. Das ist bei den Temperaturen fast ein wenig lang, weil grundsätzlich bietet es sich natürlich an, dass man den Beton nicht so stark aushärten lässt, weil man muss die ganze Oberfläche ja noch schleifen und dann tut man sich beim Schleifen deutlich einfacher. Aber es wird auch so funktionieren, man ist halt nur ein bisschen länger beschäftigt.
Das ist jetzt hier mal die ausgeschaltete Oberfläche, die ist echt gut geworden. Wobei bei Terrazzo muss sie ja gar nicht so makellos sein, weil sie ja sowieso noch geschliffen wird. Also ich muss sagen, die Marmorfarbe, die gefällt mir schon mal ganz gut. Das sieht echt edel aus. Dann machen wir mal mit dem Schleifen weiter. Kommt jetzt wieder mal mein Betonschleifer zum Einsatz. Schon lange nicht mehr gebraucht. Das ist jetzt hier ein spezieller Schleifer für Beton mit einer Diamantscheibe. Ja, wenn ihr sowas nicht habt, auch gar kein Problem. Die Scheiben gibt es auch als Aufsatz für jeden Winkelschleifer. Also ja, gibt es in jedem Baumarkt. Der hat hier jetzt noch eine Absaugung. Das ist ganz geschickt, weil das Schleifen der Oberfläche eine ziemlich staubige Angelegenheit ist. Dann legen wir mal los. Die Schleifmaschine hat ordentlich Power. Da ist es immer wichtig, dass man den Schleiftopf gerade auf die Oberfläche aufsetzt, weil man sich sonst Kanten in die Oberfläche reinhaut, die man dann nur schwer wieder rausschleifen kann. Und natürlich sollte man auch mit gleichmäßigem Druck arbeiten, dass man später ein gleichmäßiges Schleifergebnis hat. Und ihr seht, der Beton ist doch schon ordentlich ausgehärtet. Da liegt noch einiges an Arbeit vor mir. Bislang sieht man jetzt noch nicht so viel von der Terrazzo-Körnung, aber das wird sich gleich ändern. So, das war eine ganz schöne Plackerei, aber ich bin fertig. Schauen wir uns die Oberfläche mal an. Das wäre jetzt hier die geschliffene Fläche. Ja, dadurch, dass die Körnung auch ziemlich hell ist, sieht man das Terrazzo jetzt schlecht. Ich mache es mal nass, dann sieht man es wahrscheinlich deutlich besser. Ja, jetzt sieht man es auch schon deutlich besser, auch die hellen Steine im Terrazzo. Wenn man sich die Oberfläche jetzt mal genauer anschaut, dann sieht man, dass da noch viele Luftanschlüsse und Fehlstellen sind. Das wollen wir so nicht haben. Die soll später komplett glatt sein und auch noch poliert werden. Und deswegen müssen wir die jetzt noch entfernen. Ich habe mir dafür einfach einen extrem feinkörnigen Mörtel angemischt aus Marmormehl und Weißzement. Und damit werden wir die kompletten Löcher auf der Oberfläche jetzt grob verspachteln. Vom Mischungsverhältnis habe ich hier 2 Teile Marmormehl und 1 Teil Weißzement verwendet. Man hätte theoretisch auch andere Feinzuschläge verwenden können, aber ich habe jetzt hier das Marmormehl verwendet, weil das die gleiche Farbe wie der Marmorsand hat. Ist ja letztendlich auch nur fein gemahlener Sand und dadurch hat man dann später auf der Oberfläche keine Farbunterschiede. Wichtig ist halt, dass der Mörtel extrem feinkörnig ist, damit man dann auch kleinste Poren auf der Oberfläche damit geschlossen bekommt. Das kann man dann hier mit einem leicht feuchten Lappen nochmal nachreiben und dann werden die Löcher auch dicht. Jo, das sieht soweit gut aus. Den Mörtel lassen wir jetzt bis morgen durchhärten und dann geht es mit der Oberflächenendbearbeitung weiter. Da muss das Ganze nämlich noch poliert werden. Da die weiße Oberfläche, die ich jetzt als erstes gemacht habe, keine typische Terrazzo-Oberfläche ist, habe ich für euch jetzt noch eine zweite gemacht. Da habe ich jetzt grauen Zement verwendet und als Körnung hier so bunten Reinkies. Habe das Ganze wieder abgeschliffen und wie ihr sehen könnt, sieht die Oberfläche jetzt doch schon wieder ganz anders aus. Da ist jetzt deutlich mehr Farbe im Spiel und ja, Terrazzo-Oberflächen, habe ich ja schon gesagt, da gibt es zigtausende Möglichkeiten. Nur, dass ihr auch mal seht, was da praktisch möglich ist. Weiter geht's. Die nächste Arbeit machen wir draußen. Ich will die Oberfläche jetzt auf Hochglanz polieren. Das werde ich nass machen, weil es einfacher geht. Und auf den Dreck, da habe ich in der Werkstatt keinen Bock. Zum Polieren verwende ich hier so eine Nassschleifmaschine mit verschiedenen Aufsätzen. Das sind Diamantpads mit Körnungen von 50 bis 3000. Und wie ihr sehen könnt, verdoppelt sich die Körnung jeweils von Schleifgang zu Schleifgang. Dann legen wir mal los. Also einen Spritzschutz würde ich euch bei der Arbeit auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es nur ein alter Müllsack ist. Hilft trotzdem. Dann fangen wir mal mit der 50er Körnung an. Polieren von Oberflächen ist eigentlich eine angenehme Arbeit, das mache ich ganz gern. Allerdings habe ich mir damals nicht das optimale Werkzeug dafür gekauft. Ihr seht, das ist zwar ein Nasspolier, aber es ist ein Winkelpolier. Das sieht man daran, dass der Kopf oben um 45 Grad abgewinkelt ist und das ist eher für Kanten gedacht. Bei so glatten Oberflächen ist es nicht hundertprozentig optimal. Es funktioniert auch, aber es lässt sich nicht so schön bearbeiten. Also beim nächsten Mal würde ich mir da ein anderes Gerät kaufen. Also ich meine zumindest eine Maschine, wo der Kopf um 90 Grad abgewinkelt ist. Beim Polieren sollte man auch wieder mit gleichmäßigem Druck arbeiten und die Scheibe eigentlich nur über die Oberfläche gleiten lassen. Das merkt man dann ganz gut, wenn die Oberfläche keinen Widerstand mehr bietet, dann kann man mit der nächstgrößeren Körnung weitermachen. Ich habe jetzt hier pro Schleifgang so circa 2 bis 3 Minuten gebraucht.
Was extrem wichtig für ein gutes Polierergebnis ist, dass man die Oberfläche zwischen den einzelnen Schleifkörnungen immer komplett sauber macht und den Schleifstaub entfernt, weil man sich sonst mit dem Staub wieder kleine Mikrokratzer in die Oberfläche schleift und dann kommt man letztendlich niemals weiter und befindet sich in einer Endlosschleife. Die einzelnen Körnungen schleift man dann einfach der Reihe nach ordentlich durch und dann erhält man letztendlich eine Oberfläche, die so glatt ist, dass man sich sogar darin spiegeln kann. Also ich würde sagen, das ist schon echt ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, und auch bei der Terrazzo-Körnung mit dem Rheinkies ist das Ergebnis echt top geworden. Oder was haltet ihr davon? Würde mich echt mal interessieren, ob euch die Ergebnisse auch gefallen. Also ihr seht, Terrazzo selber herzustellen ist, wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet, überhaupt kein Problem. Das kriegt jeder hin. Man braucht natürlich ein paar Maschinen, aber das ist ja immer so, wenn man was machen will. Damit wären wir heute schon wieder durch. Ich hoffe, das Video war für euch wieder ein wenig informativ, interessant, hat euch weitergeholfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten neuen Videos. Bis dahin macht's gut. Ciao.